Es gibt viel Bewegung auf dem Transfermarkt hier mit Preußen Münster. Heute das Spiel bei Union Berlin. Dann gucken wir noch mal ein bisschen auf diese Transfers, die getätigt wurden, die eventuell noch getätigt werden. Wir haben ein paar interessante Spieler, interessante Angebote. Einer von denen, der könnte heute, ja, so eine Art Wende einleiten. Der ist nämlich neu. Der andere ist nämlich ein Sechser. Der wird Münster wahrscheinlich verlassen. Und zwar ist es Castañeda. Der hat ein gutes Angebot bekommen aus der Premier League. Ungefähr 2,9 Millionen, von daher werden wir uns von ihm wahrscheinlich verabschieden. Sein Nachfolger, ihr seht es schon im Mittelfeld, neben Remberg, ist der Franzose, auch noch ein junger Mann, 21, Atangana. Der ist ausgeliehen und jetzt haltet euch fest, von Barcelona. Also nicht von Espanyol, vom FC Barcelona. Aber der stand halt auf der Leihliste. Und von daher kannst du dir da jeden holen, egal ob der jetzt dann im Sturm spielt oder in Innenverteidigung oder was weiß ich. Für den Sturm habe ich mir auch noch jemanden geholt, und zwar vom VfB Stuttgart, und zwar den 24-jährigen Castanaras. Ich glaube, Grieche ist er, auch 1,86 groß, ist einfach mal eine Alternative zu Nacho Ferri. Fridtjonsson hat ebenfalls ein Angebot bekommen aus Schottland, also ihr seht, da sind schon ein paar Transferaktivitäten gemacht worden und 2, 3 sind noch in der Pipeline. Für die Innenverteidigung würde ich gerne auch nochmal aufstocken, dass ich anstatt Ischi, ja, der halt auch ein Talent noch ist, ne? Vielleicht war das auch ein Trugschluss von mir, dass ich den jetzt von Anfang an immer spielen lasse. Vielleicht muss neben Chavez einfach auch nochmal ein gestandener Innenverteidiger her. Deswegen könnten die nächsten paar Tage noch ein bisschen interessant werden hier auf dem Transfermarkt. Und ganz, ganz interessant wäre natürlich, wenn wir gegen Union heute so ein bisschen die Wende einleiten könnten. Wir haben 4 Spiele in Folge nicht gewonnen. Darunter auch leider in der Europa League gegen Ferencváros verloren, in Leverkusen aufs Maul bekommen, gegen Frankfurt zu Hause 2-1 verloren. Genauso gegen den VfB. Und ich habe ja gesagt, ich werde auch ein bisschen seine Aufstellung verändern. Wir spielen jetzt wieder klassisch 4-2-3-1, aber das breite 4-2-3-1, nicht das kompakte, breiteres 4-2-3-1. Auch wieder back to the roots. Ich meine, wenn alle Stricke reißen, die Formation geht eigentlich immer. Ist halt nur die Frage, wie wir es jetzt auf den Platz kriegen. Das ist das ganz, ganz Entscheidende. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob halt auch die neuen Spieler dann den erhofften Schwung und die erhoffte Wende bringen. Zumindest für die Rückrunde. Sind halt alle fürs halbe Jahr hier geliehen, also für die Rückrunde. Und bei Castañeda, ich meine, wenn da gute Angebote reinkommen und 2,9 Millionen für Castañeda, das ist schon nicht so schlecht. Das muss ich einfach annehmen. Das muss ich machen. Ich habe den jetzt nicht auf die Transferliste gesteckt, also raufgetan, aber das musst du machen, wenn so ein Verein um die Ecke kommt. Jetzt gibt es erstmal Rot. Rote Karte für Roussillon. Das kommt auch überraschend. Warum gibt es denn da die rote Karte? Ich meine, das ist schon ein aggressives Einsteigen. Aber Rot dazu geben. Tapia geht raus, dafür kommt Hollerbach rein. Also damit hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet, dass es da rot gibt. Also vielleicht maximal gelb. Aber gut, das heißt, wir sind jetzt knapp 75 Minuten in Überzahl. Ob wir das ausnutzen können, ich weiß es nicht. Bleibt dran. Ohne Werbepause wäre doch aber jetzt schön, wenn wir direkt darauf mal das 1-0 machen würden. Und es geht doch. Es ist manchmal so einfach. Fußball kann so einfach sein. Und Nacho Ferri, ja, der merkt die Konkurrenz im Nacken. Der Stürmer sitzt auf der Bank. Castanaras, glaube ich, heißt er. Und deswegen muss er auch zusehen, dass er jetzt Leistung bringt. Ansonsten ist er auch ganz schnell mal wieder auf der Bank. Aber das war gut gemacht. Caro einfach über außen, der Ball nach innen und Nacho Ferri steht genau da, wo er stehen soll. Mann, er kann's doch. 9. Tor im 12. Spiel, auch das ist eine überragende Statistik. Fridtjonsson ist dann jetzt auch Finalgeschichte. Der hat viel geleistet für den Verein. Der wird wahrscheinlich zu, ich glaube, Ross County heißen die. Also auf jeden Fall nach Schottland wird er wechseln. Das werde ich euch aber auch gleich nochmal zeigen. Atangana, wie gesagt, im Mittelfeld, junger Mann neben Remberg. 21 Jahre jung, geliehen vom FC Barcelona. Da habe ich auch lange gesucht, lange nichts gefunden. Viele in Saudi-Arabien rumgereist und in solchen Ländern, aber niemanden gefunden. Alexandropoulos, ja, die Freaks unter euch, die werden den noch aus meiner Bremen-Karriere kennen. Da habe ich gedacht, na komm, so eine Rückholaktion, eine Wiedervereinigung mit mir, das hätte auch was. Aber war halt nicht auf der Leihliste und die anderen Spieler waren halt nicht zu bezahlen. Aber Atangana war natürlich dann auf der Transfer- oder auf der Leihliste. Das hat dann funktioniert. So, jetzt ist Union natürlich gefragt. Was machen sie mit 10 Mann? 1-0 Rückstand.
Wobei, da muss ich fairerweise sagen, da darfst du auch keine rote Karte geben. Aber egal, ich nehme es gerne an, weil ich weiß, wie solche Spiele auch laufen können. Furuhashi gegen Ishii, gegen seinen Landsmann wahrscheinlich. Oh, Fehlpass Chavez. Aber auch wenn wir hier mit 10 Mann solche Fehler machen, Atangana steht richtig. Das kann auch schief gehen, aber geht erstmal mit nach vorne. Atangana, Wanner könnte abseits sein, ist es nicht. Da ist Listesh auch mit viel Platz und hinein ins Tor. Heute können wir uns mal richtig den Frust von der Seele schießen. Die letzten Spiele, die überhaupt nichts waren in Leverkusen, wie gesagt, das war so ein bisschen der Tiefpunkt. Die anderen Spiele waren ja auch knapp, da haben wir halt die Chancen nicht gemacht. Aber heute, jetzt, mit der Ausgangslage, haben wir richtig gute Chancen, auch was fürs Torverhältnis zu tun. Listesh ganz locker flockig am Keeper vorbei hinein zum 2:0. Nach 30 Minuten. Ich habe ja gesagt, wir kämpfen uns da irgendwie wieder raus. Ja, jetzt die neuen Spieler, die dazu kommen, bringen wir wahrscheinlich auch nochmal frischen Wind rein. Die Formation, das ist immer so ein Trugschuss. Wenn du die umstellst, ob es dann wirklich was bringt. Oder einfach für den Kopf, weil man halt jetzt mal was umgestellt hat. Aber im Prinzip ist das auch immer so ein bisschen Zufall. Aber es läuft. Ich möchte das hier gar nicht jetzt schlecht reden, sondern den Schwung mitnehmen. Wir sind richtig gut drin. Wir haben den nächsten Angriff. Calafiori hat immer noch den falschen Verein. Nach wie vor. Der hätte auch bei uns spielen können, aber halt nicht zu bezahlen. Aber wir machen weiter. Es geht direkt wieder nach vorne. Listesh, der lässt sich ein bisschen fallen. Hat Platz und macht den nächsten Abschluss an die Latte. Weiter geht's. Chance lebt noch. Wieder Listesh. Diesmal mit der Seite. Und Union kommt hinten gar nicht raus. Das ist heute ein richtiges Pressing-Feuerwerk. So stelle ich mir das vor. So wünsche ich mir das für die Vielzahl der Spiele in der Rückrunde. Und wenn wir jetzt noch ein Tor nach der Ecke schießen, dann laufe ich, glaube ich, nackt durch die Innenstadt. Der Gesellschaft bleibt das Gott sei Dank erspart. Aber nächster Fehler von Union. Scheiße, wenn ich da früher flanke, dann ist Ferry frei zum 3:0. Aber auch ein 2:0 ist das gefährlichste Ergebnis hier in-game. Da kann ganz schnell ganz viel passieren. Ja, Schäfer natürlich. Mit so einem Trick. Furuhashi, Wagner ist dazwischen. Da fallen wieder alle übereinander her. Und Atangana nimmt erstmal ein bisschen Tempo raus. Hier haben wir ihn wieder. Atangana, den könnte ich mir halt auch wirklich bei uns vorstellen. Aber der Marktwert ist leider zu hoch. Für eine Leihe hat das Geld gerade gereicht, aber für einen festen Kauf reicht es leider nicht. Letzte Aktion vor der Halbzeitpause. Wanner, wo ist er? Atangana, mal gucken, wie der schießen kann. Der ist auch Rechtsfuß, ja, Andrew im Tor. Bester Unioner. Und das 2:0 zur Pause. Die rote Karte hat natürlich alles über den Haufen geworfen für Union. Aber das Glück brauchst du halt, ne? Dass da halt auch rot gezeigt wird und nicht gelb. Da hätte gelb völlig gereicht. Und jetzt sieht das auch im Mittelfeld in der Offensive relativ gut aus. Jetzt bei Ishii, die Innenverteidigung, wenn ich jetzt da noch jemanden kriege, das wäre ganz gut. Dann sind wir eigentlich auch gut aufgestellt und haben auch eine gute Reservebank eigentlich. Ne? Wir haben jetzt Krudowski, Hekimoglu auch immer noch mit viel Entwicklungspotenzial. Kaba, Abe, Rogov, das ist eigentlich auch jemand, den ich gerne verkaufen würde. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Das hatte ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt, aber gut. Man kann halt nicht immer einen Volltreffer landen. Auch ich verpflichte auch mal Spieler, die nicht so einschlagen. Jetzt bringen wir aber mal Kasta Naras. Ich habe jetzt ungefähr 5 verschiedene Versionen von diesem Spieler. Er ist auf jeden Fall Thomas mit Vornamen. Und ist vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Von daher schauen wir jetzt mal, was er uns auf dem Platz alles zeigen kann für Nacho Ferri. Listesh, Atangana, das müssen wir jetzt breit machen hier. Schnell und gut gespielt. Da ist Wanner mit dem Kopf. Kommt da leider nicht hin. Also jetzt wieder alle nach hinten. Verteidigen. Benesch und Vogt, genau. Ich weiß gar nicht, ob Union umgestellt hat nach dem Platzverweis. Scheint so zu sein, eventuell. Auf jeden Fall ist Remberg da. Guter Einsatz, guter Einsatz. Und da ist er zum ersten Mal. Castanaras. Listesh, Wanner läuft durch, kriegt da. Aber nicht an Vogt vorbei, natürlich nicht. Aber Druck auf Andrew. Der kann den Ball nur wegschlagen und das müssen wir gewinnen. Den müssen wir gewinnen. Wagner ist da. Und direkt nach vorne wieder. Atangana. Wagner, Listesh ist wieder frei, gut gemacht. Und da ist er. Castanaras, kein Abseits.
Poso und am zweiten Pfosten, da ist er wieder. Castanaras, der wollte verlängern. Ist jetzt gerade ein bisschen Harakiri, was hier läuft. Viel Zufall, liegt in der Luft. Und Listesch. Und das 3:0 liegt in der Luft. Wanner, leeres Tor wäre es fast gewesen. Und weiter geht's. Es geht nur in eine Richtung. Jetzt klappen sogar solche Kombinationen. Listesch mit dem Kopf. Und Castanaras mit dem nächsten Versuch. Aufs dritte Tor. Und wir machen weiter. Wir müssen Union hinten reinpressen. Das kriegen sie jetzt zurück. Union ist heute die Mannschaft, die so ein bisschen drunter leidet unter unseren schlechten Ergebnissen in den letzten Spielen. Aber das kann auch Knoten lösen. Diese berühmten Knoten, die sich da festsetzen, wenn die erstmal platzen und sich lösen. Okay, Union hat auf ein 4-3-2 umgestellt. Sieht so aus, ja, 4-3-2. Ist halt auch noch nicht geschlagen, solange es hier 2-0 steht. Wir sind zwar auch hier, klar, die spielbestimmende Mannschaft. Klappt auch nicht alles, also nicht jeder Ball kommt immer zum Mitspieler an, aber ganz viel klappt heute. Castanaras, nächste Chance. Ja, dadurch, dass wir halt auch in der Europa League hoffentlich weiterspielen, auch wenn es die Playoffs sind. Afif kommt rein. Der Mann aus Katar, ne, ist das, glaube ich, genau. Der wäre auch, glaube ich, als freier Spieler zur Verfügung gewesen, aber ich brauche ja auch was für die Defensive. Ich kann ja nicht immer nur für die Offensive holen. Remberg, nächste Chance, Jongwa. Oh, der hat viel Platz und wieder Andrew. Ich frage mich, wann es mal nach einem Eckball wieder scheppern wird. Ja, der ist Rechtsfuß. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Und Atangana ist auch Rechtsfuß. Remberg kommt, Poso kommt auch nicht ran. Aber nochmal Remberg. Und jetzt ganz hinten, ja, da läuft er doch schon ein. Jongwa, da ist Jongwa, Andrew und Castanaras. Kommt wieder nicht ran. Also Union lebt sehr gefährlich jetzt. Das 3:0 liegt eigentlich schon in der Luft. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das hier fällt. Chavez kommt da auch nicht ran. Und die können nur klären. Also mit dem Platzverweis ist bei Union halt auch irgendwie ein Lichtschalter ausgegangen. Da funktioniert jetzt auch überhaupt nichts mehr. Ein Angriff nach dem anderen. Jongwa. Und wieder Castanaras. Kommt nicht ran. Trotzdem Druck machen. Weiter Druck machen. Jongwa dazwischen. Wir gewinnen mal wieder Zweikämpfe. Das ist so herrlich. Es geht und wir können es doch. Wanner, Listesch, überragend. Überragend gespielt. 0:3. Und nach 4 Spielen ist, glaube ich, der erste Sieg mal wieder oder der nächste Sieg unter Dach und Fach. Die Kopfballverlängerung, die war richtig schön. Die war richtig wichtig und dann Listesch. Der kann sich die Ecke aussuchen. Hier, zack, Wanner verlängert, nimmt nochmal an und dann muss er den natürlich machen. Ja, schönes Tor. Und das Spiel, das könnte wirklich so ein Turnaround sein, wenn jetzt die nächsten Spiele natürlich verloren gehen, nicht. Aber das könnte so eine Initialzündung sein. Auch gerade dann für die letzten beiden Europa-League-Spiele gegen den LASK aus Österreich und Galatasaray. Wenn wir das auch noch irgendwie erfolgreich hinbekommen, dann haben wir die Playoffs sicher. Ja, aber aus diesem Spiel einfach das Positive mitnehmen. Wir haben gut gespielt. Klar, der Gegner ist seit Minute 15 in Unterzahl. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wer weiß, wie es mit 11 gegen 11 gelaufen wäre. Aber es ist auf jeden Fall mal wieder schön, ja, so ein Spiel zu haben. Und hoffentlich war es nicht das letzte Mal. Diese Art von Spielen, wenn wir jetzt eine kleine Serie starten könnten, das wäre so mein Wunsch. Auch mit den neuen Spielern. Wir gucken da nämlich gleich nochmal, wen ich noch alles verpflichtet habe. Dann müsste der Deal von Castaneda auch durchgehen. Und Fridtjonsson, dann hätten wir auch noch mal ein bisschen Geld zur Verfügung, um noch einen gestandenen Innenverteidiger zu holen. Weil, das habe ich noch gar nicht erzählt, dann haben die Collins ist wieder zur Eintracht zurückgekehrt. Der war ja nur geliehen auch bis zur Winterpause. Von daher ist das umso wichtiger, dass ich nochmal in der Innenverteidigung zuschlage. War da nochmal, diesmal umgekehrt. Oh, schöner Ball. Jetzt klappt aber auch alles. Andrew und wieder Listesch. 0:4. Ja, 3 Tore hat er heute nicht gemacht, aber ich glaube 2, ne? 2 oder 3 Tore? Hat er sogar 3 Tore gemacht? Ne, 2 Tore von Listesch. Und da klappt halt auch mal wieder vieles für uns, ne? Dass der Ball zu uns springt, dass der Keeper nicht richtig auf Position ist. Das spielt halt alles so eine Rolle. Das hat in den letzten Spielen nicht funktioniert. Ne, war sogar sein drittes Tor.
Dreierpack von Christian Listisch. Freut mich für ihn. Bestätigt einfach seine gute Form. Schon die ganze Saison. Und wir befreien uns also aus der Miserie. Wir ziehen uns raus aus dem Loch. Nach 4 Niederlagen wettbewerbsübergreifend in Folge gewinnen wir hier heute. Vielleicht mit 4-0. Bei Union Berlin mit Neuzugang. Atangana. Castanaras vorne. Ich hole mir auch immer Spieler mit schweren Namen, ey. Fällt mir gerade auf. Und jetzt ist halt die Frage, ob es nur eine Eintagsfliege war. Ob das jetzt die ganze Rückrunde so sein wird. Das wäre nämlich richtig schön. Jongwa kommt nochmal gegen Gené. Jongwa mal aus spitzem Winkel. Ja, Andrew. Und kriegen wir nochmal eine Chance? Nein. Wollen wir es dabei gut sein lassen. Also, wir sind zurück. 4:0 Sieg bei Union Berlin. Oben unser Stürmer läuft schon weg. Der kann es gar nicht mehr mit ansehen. Der ist so voller Freude. Dreierpack von Listisch. Ein perfektes Spiel. Hoffentlich nicht das letzte. Und hoffentlich auch der Start zu einer neuen Serie. Die Unioner auch mit sage und schreibe 0 Schüssen aufs Tor. Also das bestätigt auch nochmal unsere gute Abwehrleistung. Die Kölner, unser nächster Gegner, jetzt wo ich es gerade sehe, die wollten mich als Trainer haben. Ich habe eine Anfrage bekommen vom FC, dass ich doch bitte den Verein irgendwie retten soll. Wobei die stehen eigentlich gar nicht so schlecht da für ihre Verhältnisse. Platz 13, aber die wollten mich tatsächlich als Trainer haben. Jetzt spulen wir mal vor. Mal gucken, ob schon die Sequenz kommt für unsere neuen Spieler. Da ist der nächste neue Spieler. Gucken wir mal kurz rein. Trommelwirbel, auch für ein halbes Jahr geliehen. Mal gucken, ob ihr ihn erkennt. Wahrscheinlich nicht, der hat ein Allerweltsgesicht. Aber ist ja auch egal. Es geht darum, was er auf dem Platz leistet. Ich habe auch nach einem großen Stürmer gesucht. Er ist, glaube ich, nicht der große. Ich glaube, da kommt noch ein größerer Spieler. Ja, genau. Geh mal ans Handy ran. Kümmere dich nicht um deinen Spieler. Da sehen wir noch. Medizincheck. Läuft natürlich alles gut. Da müssen sie auch mal ein paar andere Sequenzen einblenden. Also nach dem zweiten, dritten Mal. Marc Domenech. Der kann auch auf dem Flügel spielen, also auch mal ein Ersatz für Jongwa oder eine Alternative für Jongwa. Marc Domenech, da weiß ich aber leider nicht, wie stark der ist. Da habe ich leider die Gesamtstärke nicht im Blick. Ich hoffe nicht so schlecht. Ja, 66 ist okay. Als Alternative. Und Alvaro, 1,93 vom FC Fulham. Kommt auch noch für ein halbes Jahr. Der kommt direkt mit ihm im Doppelpack, hat eine 74. Also müsste er quasi starten vor Nacho Ferri, wenn ich jetzt nach den Stärken gehe. Und Nacho Ferri und dann haben wir ja noch auf der Bank auch unseren Castanaras. Also ihr seht, ich habe ein bisschen zugelegt. Nicht vom Gewicht her, aber ihr seht, im Kader hat sich ein bisschen was getan. Für ein halbes Jahr jeweils geliehen. Die werde ich jetzt auch alle auf die Bank tun. Wie gesagt, Jugend schön und gut, aber die brauchen halt. Und ich brauche halt Leute, die uns jetzt helfen, die uns jetzt verbessern und nicht erst in 2, 3 Jahren. Von daher, Castanaras bleibt auf der Bank. Rogov kann ich eigentlich auch runter tun. Domenech, Alvaro. Domenech mache ich mal für Rogov, den will ich eigentlich auch verkaufen, aber ich habe dann zu viele Stürmer eigentlich vorne. Machen wir mal Karamoko runter bei Hekimoglu, das wäre auch ein sehr, sehr teures Missverständnis. Und Alvaro müsste ich eigentlich starten lassen. Der ist, wie groß ist er? Ganz genau 1,93. Natürlich nicht so beweglich, aber halt auch schnell. Ne? Hat ein Tempo von 71, Ferri hat eine 78. Ich würde Alvaro erstmal starten lassen, weil alleine, wie gesagt, von den Stärken her. Und dann würde ich mit 4 Stürmern quasi oder 5 Stürmern auf der Bank hantieren. Hekimoglu könnte sich dann so ein bisschen ins Mittelfeld fallen lassen. 3 Verteidiger. Aber so sieht's aus. Ein Castaneda, wie gesagt, ist auf dem Weg zu Hull City. Der hat von da ein Angebot bekommen. Da warte ich jetzt nochmal. Vielleicht geht der Deal auch final hier durch. Gucke ich mal. Ein Castaneda müsste jetzt eigentlich die Sequenz kommen, dass er geht. Genau. Also, wir kriegen noch ein bisschen Geld oben drauf, ein bisschen Geld für einen neuen Innenverteidiger. Castaneda fand ich immer sehr solide. Also ich habe ihn gerne im Mittelfeld gehabt, hat auch ein paar Tore geschossen. Aber seine Hauptaufgabe war ja eigentlich im zentralen Mittelfeld. Von daher geben wir ihm die Hand. Viel Glück bei Hull City. Das liebe Geld ruft, wie immer, Santiago Castaneda. 2,8 Millionen ist hoffentlich ein guter Deal. Ja, ist ein sehr guter Deal sogar. Eine A, eine 2,9 oder 2,9 Millionen wäre das Ideale gewesen. Oder 3 Millionen hier gerundet. Aber wir haben Ersatz und wir haben jetzt auch ein bisschen Geld, um uns dann halt auch nochmal auf der Innenverteidigerposition, das was eigentlich mein Ziel ist, zu verstärken. 2 Millionen haben wir jetzt wieder. Ich weiß gar nicht, wann wird das übertragen, sage ich schon hier. Wann bekommen wir das Geld? Achso, der Vorstand hat ihr Transferbudget um 1,8 Millionen aufgestockt. Ja gut, weil ja immer noch ein bisschen Prozente abgehen. So, also, das ist das. Dann gucken wir mal auf die Tabelle. Wir spulen jetzt nochmal vor. Gucken mal auf die Kölner, was die so für einen Kader haben, warum die 13. sind.
Und warum wir 7. sind, haben wir halt auch gerade gesehen. Wir können's. Wir können's einfach. So, 4-2-2-2. Die letzten 3 Spiele nicht gewonnen. Davor ein Sieg und ein Unentschieden. Wir haben hier alles. Lubicic, Martel. Ja, so ein Martel wäre auch ganz geil gewesen, glaube ich, fürs Mittelfeld. Waldschmidt und vorne Thielmann. Dann haben wir noch Meiner, Husin Basic, Downs vorne. Also auch nicht so eine schlechte Truppe. Aber das ist zum Beispiel ein Gegner, den müssen wir schlagen. Ich glaube, jetzt haben wir Gegner, wenn wir da jedes Spiel gewinnen, dann sind wir echt oben sehr, sehr gut mit dabei. Genau, jetzt haben wir die Kölner, dann haben wir Augsburg, also da nochmal 2 Siege. Dann das Euroleague-Spiel und dazwischen halt Dortmund und Leverkusen wartet Istanbul. Da haben wir da nochmal 3 Hammerspiele, dann kommt das Pokalspiel gegen Magdeburg. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag. Wir haben viele Spiele bis zum Transferfenster, Ende hier im Winter. Und da würde ich halt gerne noch einen Innenverteidiger holen. Da mache ich mich jetzt auf die Suche. Vielleicht habe ich ihn schon gefunden zum nächsten Spiel, vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo und bis dann. Ciao, ciao.